Kaufmann ist ein Komponist, den man eher selten auf Konzertspielplänen findet. Mit traurigem Grund, denn 1907 geboren und 1984 verstorben ist er ein Komponist, der mit Exilbiografie daherkommt. Ein jüdischer Komponist, der vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten auch ziemlich erfolgreich war und 1934 dann nach Indien emigriert ist, eigentlich mit dem ganz konkreten Plan, kurze Zeit später wieder zurückzukehren und dann aufgrund der politischen Situation diesen Plan verwerfen musste. Die 4 Werke, die wir spielen, sind in Indien bzw. kurze Zeit später entstanden. Wie klingt die? Es sind sehr unterschiedliche Werke. Also Madras Express zum Beispiel ist ein sehr spritziges, schnelles, wie so eine Ouvertüre, 5 Minuten lang. Man stellt sich vor, als würde so ein Zug eben nach Madras reinfahren mit viel Dampf und Geräusch und es klappert und es ist ein wunderbares Stück. Dann haben wir eine orchestrale Rhapsodie, würde ich es nennen, Indian Facade. Das sind so 6 kleinere Stückchen zusammengefasst in eine Rhapsodie. Und dann als größtes, längstes Werk ist die 2. Symphonie. 3 Sätze, gibt es auch sehr viel Pentatonik. Ich glaube, er hat auch einen großen Einfluss oder hat was gesucht, auch aus asiatischen Ländern. Gibt es etwas, das du als typisch indisch empfindest? Also ich würde sagen, eigentlich diese verschobenen Rhythmen, die er hat. Also manchmal dirigiere ich quasi im 4 und es gibt Gruppen im Orchester, die spielen einen 3-Rhythmus dagegen und die Pauke hat zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, also quasi wie so ein Bossa Nova oder ein völlig anderer Rhythmus und diese Polyrhythmik, das finde ich sehr typisch, glaube ich, auch für indische Musik tatsächlich, aber vor allem für Kaufmann in diese Periode, in den Stücken, was wir da aufgenommen haben. Dann gibt es noch das besondere Stück Dirge, glaube ich auf Englisch spricht man, das ist ein Klagelied, was er tatsächlich auf dem Weg aus Indien weg quasi auf dem Schiff nach Southampton geschrieben hat und das ist ein Klagelied nach Ende des Zweiten Weltkriegs um Leid der Juden im Zweiten Weltkrieg und es ist ein unglaublich trauriges, langsames, leidendes Stück. Es ist größere Kontrast gibt es gar nicht zu Madras Express, genau. Walter Kaufmann verbrachte insgesamt 12 Jahre in Indien und dort kennt tatsächlich jeder Mensch zumindest eine seiner Melodien, denn er hat auch den Jingle des All Indian Radio komponiert. Ja. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und es läuft auch heute noch. Und es läuft heute noch. Man kann sich den anhören, sodass dort tatsächlich jeder Mensch eine Melodie von Walter Kaufmann kennt. Cool. Und wir in der traditionellen westeuropäischen Welt seine Musik komplett vergessen haben und sie jetzt auf ihre Wiederentdeckung wartet. Ja, und es ist wirklich traumhaft. Vor allem Dirge und Madras Express, das sind so Stücke, die müssen eigentlich ins Konzertrepertoire, meiner Meinung nach. Und es ist wirklich eine tolle, große, aufwendige Produktion geworden und wir freuen uns jetzt, dass es endlich rauskommt. Ja, sie begeistern. Ich glaube, das ist das, was man sagen kann.